Sexological Bodywork ist ein somatischer Ansatz. Ich erkläre dir heute, was dieses Wort bedeutet und wie du über deinen Körper ganz neue Perspektiven für dein Leben gewinnen kannst. Okay, somatisch kommt vom griechischen Wort soma, was erstmal nicht viel mehr als Körper bedeutet. Und somatische Ansätze wie somatische Therapie, somatisches Coaching oder Körperarbeit haben alle gemeinsam, dass sie über den Körper Veränderungen im Leben möglich machen wollen. Dabei ist nicht so sehr dieser Körper gemeint, so eine kluge Ansammlung von 1000 Milliarden von Zellen, die wir biologisch, medizinisch ergründen können, sondern es sind mehr so diese Körper gemeint. Unser Körper, der eine Lebendigkeit hat. Unser Körper als Ausdruck unserer inneren Verfassung. Unser Körper, über den wir in Kontakt gehen zu unserer Außenwelt. Unser Körper, den wir bewusst spüren, wahrnehmen können. Ein Grundverständnis ist dabei, dass unser Körper und unser Kopf oder unser Geist sich gegenseitig regulieren. Dass sie so in ständiger Kommunikation miteinander sind und dadurch so eine Einheit bilden. Ich mache dir für beide Richtungen ein Beispiel. Zuerst, wie dein Kopf deinen Körper reguliert. Stell dir doch vor mal, dass du so eine sozial eher schüchterne, ängstliche Person bist. Dass du dir vielleicht oft die Frage stellst, ob du Sachen richtig machst und ob anderen Menschen auffällt, wenn du Sachen nicht so gut machst. Es könnte dann sein, dass du so ein Bedürfnis hast, eher unscheinbar zu sein, eher nicht aufzufallen. Dein Körper könnte sich dann zum Beispiel so zusammenziehen, sich so klein machen. Oder vielleicht nimmst du auch alle Kraft aus deiner Stimme und redest eher so monoton noch. Oder vielleicht gibt es auch Situationen, wo du das Gefühl hast, oh, da hinten, da spricht, glaube ich, gerade jemand über mich und dein Körper spitzt so die Ohren und du kriegst so eine ganz, ganz feine Wahrnehmung. Das sind alles Beispiele, wie das, was in deinem Kopf vor sich geht, deinen Körper formt. Okay, das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist, dass dein Körper auch deinen Kopf reguliert. Du kannst das zu Hause mal ausprobieren. Setz dich doch mal hin, 3 Minuten lang und lächel. Es darf auch gekünstelt sein. Was eine Studie herausgefunden hat, ist, dass allein durch das Lächeln, allein durch diese muskuläre Veränderung, deine Wahrnehmung sich verändert. Dass du anfängst, andere Menschen freundlicher wahrzunehmen, dass du zufriedener wirst. Und das ist so ein wunderschönes Beispiel, wie die Art und Weise, wie wir unseren Körper halten, unsere Wahrnehmung von der Welt beeinflusst. Und dann auch wieder beeinflusst, wie wir in Kontakt treten zu unserer Außenwelt. Okay, also wenn wir uns mit dieser Verbindung von unserem Körper und unserem Kopf mehr und mehr vertraut machen, das ist somatisches Arbeiten. Das hat viel mit Achtsamkeit zu tun und mit bewusster Körperwahrnehmung. Ich unterscheide ganz gerne 2 Dimensionen, einmal das somatische Spüren und einmal das somatische Handeln. Beim somatischen Spüren geht es so darum, dass wir anfangen, ganz bewusst unseren Körper wahrzunehmen. Dass wir lernen zu lesen, was ist hier und jetzt gerade präsent für mich. Bin ich gerade angespannt? Bin ich gerade offen? Bin ich weich? Dass wir auch anfangen, unsere Impulse wahrzunehmen. Was zieht mich an und wovor möchte ich lieber einen Schritt zurücktreten? Also gewissermaßen fangen wir an, diese Kommunikation, die da stattfindet zwischen unserem Körper und unserem Kopf, ganz genau zu beobachten. Und ganz oft ist dieses Spüren schon alles, was es für Veränderung braucht. Wenn wir anfangen, uns zu spüren, kriegen wir ganz neue Perspektiven und ganz neue Erkenntnisse über uns. Und das kann den Stein ganz schön ins Rollen bringen. Oder wenn wir uns erlauben, Gefühle einfach mal zu fühlen, sie durch uns durchfließen zu lassen, dann können sich Gefühle auch auflösen. Allein im Spüren. Und wenn wir im somatischen Spüren so viel über uns rausgefunden haben, dann können wir anfangen, von da auch ins Handeln zu gehen. Im somatischen Handeln fangen wir an, unseren Körper ganz bewusst einzusetzen und diese Verbindung aus Körper und Kopf so zu gestalten, wie wir uns das wünschen, in Einklang zu bringen. Wir fangen quasi an, die Veränderung zu sein. Das kann sein, dass wir gerade feststellen, dass wir sehr gestresst sind und uns erlauben, mal durchzuatmen. Das kann sein, dass wir uns gar nicht mehr einreden müssen, die Welt ist ja nicht so schlecht, sieh es doch mal positiv, sondern dass wir anfangen können zu lächeln. Das kann sein, dass wir uns gar nicht ärgern müssen, dass wir so schüchtern sind, sondern dass wir mal anfangen können, uns zu öffnen. Und so wird diese Veränderung ganz pragmatisch, ganz greifbar, ganz handfest.
Also, wenn es in deinem Leben ein Thema gibt, wo du das Gefühl hast, du kannst dir den Kopf dran zerbrechen, wo du schon so viele kluge Gedanken hattest, Lösungsmöglichkeiten gesehen hast und trotzdem scheint sich wenig zu verändern, dann guck doch mal, was passiert, wenn du deinen Körper mit in deine Perspektive nimmst. Und wie das aussehen kann, dazu hoffentlich mehr in noch ganz vielen weiteren Videos. Wenn du für jetzt anfangen möchtest, dann mach's mit dem Meditationsklassiker. Atmung. Fang an, deinen Atem zu beobachten. Vielleicht für 3 Minuten, vielleicht für 10 Minuten, vielleicht immer wieder in deinem Alltag. Fang an mit dem somatischen Spüren.